Die größten Overcome-Momente in meinem Leben waren einerseits das Beenden meiner aktiven Fußballkarriere und im darauffolgenden Jahr den Verlust meines Vaters. Das waren zwei Momente, die extrem einschneidend waren und mich als Mensch haben reifen lassen. Hallo, mein Name ist Julian Nagelsmann, ich bin Cheftrainer beim FC Bayern München und heute spreche ich über meinen größten Overcome-Moment. Ja, ich hatte natürlich sehr viel in meiner Jugendzeit dafür geopfert, Profifußballer zu werden und hatte über sehr viele Jahre sehr viele Verletzungen unterschiedlicher Natur. Von Wirbelbogenbrüchen, Innenbandrissen im Sprunggelenk, im Knie, Meniskusschaden. Und irgendwann hat sich abgezeichnet, dass mein Körper offensichtlich nicht geschaffen ist für Leistungssport, Fußball. Und irgendwann musste ich die Entscheidung, das ist ganz wichtig gewesen, eine eigene Entscheidung zu treffen, nicht fremdbestimmt, meine Karriere an den Nagel zu hängen und was anderes zu machen. Ich hatte ja zur selben Zeit auch einen extrem tragischen Verlust in der Familie. Mein Papa ist verstorben und das war im selben Jahr, als ich die Entscheidung getroffen habe, nicht mehr Spieler zu sein. Ja, auf der einen Seite ist es natürlich so, wenn du deinen Vater verlierst, dass ein extrem wichtiger Baustein im Leben wegbricht. Du dann aber auch lernst, sehr schnell Entscheidungen zu treffen, was ist wichtig für die Familie, was ist wichtig für einen selber, wie kann man vielleicht aus diesem Loch wieder rauskommen, sich selbst eine Perspektive zu schaffen, wo möchte ich hinkommen, was würde vielleicht auch den Vater stolz machen, was man erreichen möchte. Das sind schmerzvolle Momente, die am Ende dich aber auch als Persönlichkeit reifen lassen. Ich habe unglaublich schnell sehr viel Freude in dem Beruf Trainerfeld und am Anfang Scout entwickelt, habe gemerkt, dass das eine Perspektive ist und dass diese verlorene Zeit in der Jugend auch wieder zurückkommt. Diesen Mut auch zu haben, sicherlich mit Entscheidungen auch mal auf die Nase zu fallen, das hilft einem auch im Trainerberuf. Ich glaube, der man ist, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Keine Rolle spielen. Das ist ein Beruf und man spielt hier keine Rolle, man ist kein Schauspieler, sondern muss versuchen, wenn ein Spieler dich in der Straßenbahn sehen würde, müsstest du mit ihm genauso reden, wie du mit ihm auf dem Platz sprichst. Das ist ein ganz entscheidender Faktor. Ich glaube, gewisse Dinge kannst du trainieren, kannst du lernen, aber du brauchst auch gewisse Talente, die dir in die Wiege gelegt sind. Ich glaube nicht, dass jeder eine Führungsposition haben kann. Ich habe einen ganz interessanten Leitsatz, der heißt, lass sie atmen mit deiner Luft. Natürlich den Spieler atmen lassen, den Spieler eigene Entscheidungen treffen lassen, ist bei Bayern München vielleicht eine bisschen größere Dimension, als es in Hoffenheim oder in Leipzig der Fall ist. Trotzdem ist auch hier wichtig, dass am Ende die Spieler das Gefühl haben, sie können atmen und sie haben ihre nötigen Freiheiten, aber trotzdem müssen sie immer auch das Gefühl haben, es ist die Luft vom Trainer. Das heißt, es sind die Ideen, die wir umsetzen. Der Trainer hat einen Plan mit uns, der möchte jeden einzelnen Spieler verbessern, der möchte die Mannschaft verbessern, der möchte erfolgreich sein. Manche sind dafür geboren und manche eben weniger. Und es ist ein Lebenstraum, bei Bayern München Trainer zu sein. Und als dann die Unterschrift finalisiert wurde, war es ein unglaublich schöner Moment, der aber direkt gepaart wurde mit einer großen Anspannung auch, weil man natürlich in große Fußstapfen tritt. Dann natürlich auch der Club eine große Erwartungshaltung an dich hat, die Spieler eine Erwartungshaltung an dich haben. Und gerade wenn man dann mal nach so einer Vertragsunterschrift allein im Auto sitzt und ein paar Kilometer zurückfährt in die eigenen vier Wände und drüber nachdenkt, was ist alles passiert im Leben, wie viele Situationen hatte man schon, wo man gedacht hat, es geht eigentlich nicht mehr weiter und jetzt unterschreibt man einen Vertrag bei Bayern München als Trainer, muss man sich ab und zu schon mal zwicken. Und ich glaube, dass jeder Mensch sehr viel in seinem Leben erreichen kann, auch wenn Dinge mal nicht so gut laufen.